Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man eine Süßkirschmarmelade macht, und zwar eine, die auch diesen typischen Kirschgeschmack hat. Zunächst zeige ich, wie ich meinte, dass man die am besten macht, und dann zeige ich noch einen kleinen Trick, der die Marmelade viel besser schmecken lässt. Also los geht's. Hier habe ich Süßkirschen frisch vom Markt. Sie werden nach dem Waschen zunächst von den Stielen befreit und mit einem Küchenmesser halbiert. Dann wird der Kern mit einem Ausstecher herausgeholt. Am besten legt man alle Hälften mit dem Kern zunächst zur Seite. Dann kann man die Kerne herausholen, ohne jedes Mal umständlich das Messer wechseln zu müssen. Man kann den Kern natürlich auch einfach mit dem Daumen aus der Frucht herausholen. Das ist natürlich nicht so fotogen. Die Kirschhälften habe ich gleich in einen auf einer Waage stehenden Topf gegeben. Hier habe ich 440 Gramm Früchte. Außerdem habe ich auch noch den Saft einer halben Limette dazugegeben. Süßkirschmarmelade mache ich immer im Verhältnis 2:1. Wer wissen will, wann man Marmelade besser im Verhältnis 1:1 oder 2:1 kocht, schaut sich bitte dieses Video an. Ich benötige also 220 Gramm Zucker, wovon ich 200 gleich zu den Kirschen gebe. Die restlichen 20 Gramm Zucker werden in eine kleine Schüssel gegeben und dazu gebe ich noch das Geliermittel für Marmeladen im Verhältnis 2:1. Die Menge richtet sich nach den Angaben der Gebrauchsanweisung auf der Packung. Wie man die Mengen an Geliermittel für kleine Mengen ausrechnet, zeige ich auch in dem eben erwähnten Video. Dort gibt es auch eine Tabelle für alle die, die keinen Taschenrechner zur Hand haben. Dann müssen auch noch die Gläser vorbereitet werden. Um sie zu sterilisieren, gebe ich sie zusammen mit den Deckeln in eine mit etwas Wasser befüllte Pfanne und lasse sie unter einem Deckel bei niedriger Hitze vor sich hinsimmern, bis ich die Marmelade einfüllen kann. Nach diesen Vorbereitungen geht es jetzt ans Marmeladekochen. Die Früchte werden zunächst bei niedriger Temperatur erwärmt. Wasser braucht und darf nicht zu den Früchten gegeben werden. Wir geben ja zunächst nur niedrige Hitze und rühren die Kirschen wie gezeigt durch. Der Zucker zieht dabei das Wasser aus dem Obst, sodass nach ein paar Minuten die Kirschen im eigenen Saft schwimmen. Jetzt kann die Hitzezufuhr erhöht werden und die Kirschen können zum Kochen gebracht werden. Wer will, kann die Kirschen auch pürieren, dann wird die Marmelade später nicht so stückig. Nun lässt man den Topfinhalt eine Weile kochen, und zwar bis er 102 Grad Celsius erreicht hat. Ich kann die Verwendung eines Digitalthermometers nur empfehlen. Beim Messen mit einem Thermometer sollte man allerdings nicht den Topfboden messen, sondern immer knapp unterhalb der Oberfläche. Das Geliermittel kann eingerührt werden, die Marmelade muss nun noch 3 Minuten kochen. In dieser Zeit werden die Gläser aus dem Wasserdampf geholt und zum Einfüllen zurechtgestellt. Die Marmelade wird eingefüllt, der Deckel aufgesetzt, zugeschraubt und dann nochmal richtig festgezogen. So sieht die Marmelade aus. Sie ist schön fest geworden, war aber im Geschmack leider etwas enttäuschend, da dieser für dunkle Süßkirschen typische Geschmack fehlte. Im Winter werde ich diese Marmelade sehr gut für eine Soße zu Wildgerichten verwenden können, aber für ein Frühstücksbrötchen fehlt mir das gewisse Etwas. Mittlerweile war unser Appetit auf Süßkirschen verflogen, da draußen mal wieder herbstliche Temperaturen herrschten. Die restlichen Kirschen lagen auf dem Küchentisch und niemand wollte sie essen. Nach einer Woche sahen sie so aus. Die Stängel waren vertrocknet, die Kirschen fast schon schrumpelig, dafür jedoch durch und durch tiefrot. Allen Unkenrufen zum Trotz schmeckten sie sehr, sehr gut. Hier ein Vergleich. Links die Kirschen, die auch nach einer Woche niemand gegessen hat, und rechts die frisch gekauften Kirschen. Marmelade kochen, und man soll ja immer auf seine innere Stimme hören. Also habe ich mich wieder an das Entsteinen der Kirschen gemacht. Hier seht ihr das Ergebnis. Links die etwas schrumpeligen Kirschen im Vergleich zu rechts, frisch gekauft. Auch hier habe ich wieder etwas Limettensaft dazugegeben und alles genau so gemacht wie vorhin, was ich jetzt nicht wiederholen möchte. So sieht die Marmelade aus, wenn man sie auf ein Brötchen gibt, und diesmal war es keine Enttäuschung. Sie hatte genau den Geschmack, den Kirschmarmelade haben sollte und an den sich mein Mann aus seiner Studentenzeit in Freiburg erinnert.
Hier nochmal beide Marmeladen im Vergleich. Links die nachgereiften Kirschen und rechts frisch vom Markt. Auch der direkte Geschmacksvergleich ergab, die Marmelade der gelagerten Kirschen war viel geschmacksintensiver. Die gelagerten Kirschen sind während der Woche in meiner Küche wohl nachgereift und haben noch erheblich an Geschmack dazugewonnen. Wenn ihr also nicht sofort dazu kommt, die Kirschen zu verarbeiten, macht das nichts. Lasst sie ruhig noch etwas liegen, passt aber bitte auf, dass ihr zum Beispiel durch Transport schadhafte Kirschen gleich aussortiert und sie auch regelmäßig kontrolliert. Verarbeitet sie erst, wenn sie durch und durch reif sind. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Hier noch Mengenangaben. Für ein Glas Marmelade benötigt ihr 200 Gramm Süßkirschen, 100 Gramm Zucker, den Saft einer halben Limette, nicht Zitrone, Geliermittel nach Packungsangabe, bei mir waren es 5 Gramm. Viel Spaß beim Marmeladekochen und wie immer, guten Appetit!